The heart of the Empire is stifling. Mit Prophecies of Ash, oder im Deutschen Verheißung des Vulkans, erscheint in wenigen Tagen der erste große Content-DLC für Anno 117 Pax Romana. Alles Wissenswerte zur im Year One Pass inkludierten Erweiterung habe ich euch wie immer gewohnt kompakt in diesen neuen Anno News zusammengefasst. Huh? Oh, don't worry about that. What could possibly go wrong? Oh, that? It's fine. You can take it from here. Anno 117 ist wie seine Vorgänger ein Mammutprojekt, was für den ein oder anderen Spieler schnell überfordernd sein kann oder eben ein gutes Stück Einarbeitungszeit erfordert. Hier kommt mein Partner Xmod ins Spiel, der euch ein Tool bereitstellt, um Spiele im Singleplayer zu manipulieren und so an eure individuelle Spielerfahrung anzupassen. Die Xmod-Anpassungsmöglichkeiten sind speziell bei Anno sehr umfangreich. So könnt ihr zum Beispiel simpel Geld via Tastendruck generieren oder die Forschungsgeschwindigkeit entsprechend beschleunigen. Insgesamt sind es dann sogar satte 69 Stellschrauben. Xmod ist in seiner Testversion kostenlos und kostet darüber hinaus auch nur ein paar Euro im Monat. Wem es gefällt, darf dann gerne noch auf meinen Code ZL65 zurückgreifen und bekommt das Ganze dann nochmal zusätzlich 35% günstiger. Viel Spaß beim Ausprobieren! DLC 1 ist im Grunde mit dem Anno 1800 DLC Gesunkene Schätze vergleichbar, der damals mit Crown Falls die bis dato größte Insel in den Vorgänger integrierte. Verheißung der Asche benötigt dafür aber keine neue Region, sondern erweitert Latium im Norden und packt bei der Inselgröße natürlich noch ein paar Quadratmeter mehr dazu. Wie der Name schon sagt, beherbergt die neue Mega-Insel auch einen aktiven Vulkan, der euch vor neue Herausforderungen stellt und in Anlehnung an Pompeji bereits in geraumer Vorzeit eine Stadt dem Erdboden gleichgemacht hat. Aber um möglichst alle Anno-Holiker abzuholen, bleibt die Vulkanmechanik rein optional und lässt sich daher für ein klein wenig weniger Drama im Zweifel deaktivieren. Jetzt mal ehrlich, wenn schon, denn schon, oder? Da schaltet doch keiner ab? Oder doch? Übrigens ist Kinis, also so heißt die neue Mega-Insel, nicht die einzige mit dem DLC hinzukommende. Denn gleichzeitig erhält die neue Fläche im Norden 5 weitere Inseln in den bisher bekannten Abmessungen. Genauer gesagt 3 mittelgroße und 2 kleine Inseln, die optisch an Kinis angelehnt wurden, aber prozedural bei jedem etwas anders aussehen werden. Das wiederum bedeutet, dass ihr hier auf alte ausgetrocknete Lavakanäle, Vulkankrater, heiße Quellen, schwarzen Sand und zahlreiche dunkle Felswände stoßen werdet. Auf Kinis selbst, kurzes Nerdwissen, das ist nämlich lateinisch und steht für Asche, befindet sich der Vulkan im Hinterland, sodass ihr nicht umständlich drumherum bauen müsst und entsprechend großzügig viel Fläche für eure neue Megastadt vorfindet. Sollte der Vulkan aktiv werden, müsst ihr mit herabfallenden Steinen rechnen, die Gebäude zerstören oder zumindest beschädigen können. Alternativ erledigen das dann Erdbeben oder ausbrechende Großbrände, die es dann zu bändigen gilt. Für alle, für die das dann noch nicht apokalyptisch genug ist, könnt ihr euch dann noch über Ascheregen freuen, der kurzzeitig den kompletten Himmel verdunkelt. Bombenstimmung quasi. Übrigens sollt ihr vom Artstyle her die früher verschüttete Stadt in Form von Ruinen auch überall vorfinden können. Aber viel spannender, die reine Baufläche wird doppelt so viel Platz wie die bisher größte Insel des Basisspiels bieten und durch Klippen und Flüsse in mehrere größere und kleinere Bereiche unterteilt sein. Im Vergleich zu Crown Falls aus Anno 1800 bedeutet das satte 13% Bauflächenzuwachs. Wenn euch der DLC ermutigen sollte, ein komplett neues Spiel zu starten, erhaltet ihr außerdem die Option, direkt auf Kinis zu starten, anstatt sie erst etwas später zu entdecken und dann euren Hauptwohnsitz mühsam umziehen zu müssen, wie das noch in Anno 1800 der Fall war. Zudem könnt ihr vorab festlegen, ob NPC-Rivalen die Insel besiedeln dürfen oder sich gefälligst davon fernhalten,
was aber nicht die Option ausschließt, dass ihr sie später im Kriegsfall durch eine Niederlage verliert. Im Multiplayer hingegen kann natürlich eine Vormachtstellung auf Keenis schnell über Sieg oder Niederlage entscheiden, weswegen der DLC im PvP wohl eher eine untergeordnete Rolle spielen sollte. Mal davon ab hat Keenis noch eine weitere Besonderheit, denn die Mega-Insel ist nicht unbewohnt, sondern hat an ihrer Westseite ein kleines Dorf, welches von Cecilia verwaltet wird. Cecilia ist ein Orakel, die den letzten Ausbruch des Vulkans miterlebt hat. Sie ist quasi Questgeberin und Händlerin in Personalunion und soll euch ein bisschen Lore und Hintergrundgeschichte rund um Keenis vermitteln. Speziell handelt sie mit Obsidian, womit wir beim neuen Rohstoff wären, den die Verheißung des Vulkans einführt. Mit Obsidian werden neue Warenkreisläufe entstehen, ohne hier jetzt ins Detail zu gehen zu können, die ihr unter anderem für die höchste Bevölkerungsstufe benötigt. Des Weiteren wird auch eine neue Gottheit ergänzt. Prophecies of Ash erscheint kommende Woche am 23. April und ist für Besitzer der Gold Edition bzw. des Year One Passes kostenlos. In diesem Sinne, gerne ein Abo dalassen, damit ich euch weiterhin zu allem rund um Anno auf dem Laufenden halten kann und somit bis zum nächsten Mal. You need this. I've seen your bakeries. Well, it seems the dice are in your hands, Governor. What could possibly go wrong? Oh, that? It's fine. You can take it from here.